Geht es dir manchmal auch so, dass es dir schwerfällt, deine Komfortzone zu verlassen, obwohl da draußen etwas sehr Spannendes auf dich wartet? Dann geht es dir wie vielen Menschen, unter anderem auch wie Florian Gschwandtner, dem Co-Gründer von Runtastic und Sportler, der in seinem Video darüber berichtet, wie das ständige Überschreiten der Komfortzone ihm dabei geholfen hat, seine Ziele zu erreichen. Lass uns einmal zusammenschauen, was du auf diesem Feld etablieren kannst, um das auch zu schaffen. Was brauchen wir, um zu wachsen? Florian nennt dafür zwei wichtige Aspekte. Zum einen dieses ständige Überschreiten der Komfortzone und zum anderen ein hilfreicher Umgang mit dem Nein im Kopf und dem Nein der anderen. Warum ist überhaupt dieses Überschreiten der Komfortzone so wichtig? Weil Wachstum und Weiterentwicklung nur außerhalb meiner Sicherheitszone möglich ist. Erst da kann ich mich ausprobieren. Ich kann meine Fähigkeiten ausbauen und ich kann neue Kompetenzen erlernen. Die Komfortzone ist wichtig und hilfreich, um Pausen machen zu können, um neue Energien zu sammeln, um mich neu zu ordnen. Für Weiterentwicklung muss ich es allerdings schaffen, aus der Komfortzone durch die Angstzone in die Lernzone zu kommen, um mich dann in der Wachstumszone weiterentwickeln zu können. Was hilft mir dabei? Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist die subjektive Überzeugung, anstehende Herausforderungen mit den eigenen Kompetenzen bewältigen zu können. Albert Bandura stellte dieses Konzept im Rahmen seiner sozialkognitiven Lerntheorie auf und gab uns damit ein Verständnis dafür, wie wichtig die subjektive Überzeugung ist, um lernen zu können. Wir wissen heute aus vielfältigen Studien, dass eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung einen positiven Einfluss auf die Motivation, Ausdauer und Anstrengung hat, mit der ein Ziel verfolgt wird. Ich schaffe es mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung auch dann am Ball zu bleiben, wenn Schwierigkeiten auftauchen oder ich Rückschläge erleide. Zudem ist Selbstwirksamkeitserwartung ein wichtiges Konzept im Gesundheitsverhalten. Wir wissen, dass Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung zum Beispiel niedrigere Depressionswerte haben und es eher schaffen, hilfreiches Verhalten aufrechterhalten zu können. In dem Sinne zum Beispiel regelmäßig zum Sport zu gehen. Das bedeutet nicht, dass man dann keine Rückschläge erleidet oder dass dann alles gut läuft. Es bedeutet eher, dass ich schaffe, mit Hindernissen einen guten Umgang zu finden. Das Nein im Kopf und das Nein der anderen ist mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung sozusagen weniger hinderlich. Ähnlich wie Florian das beschreibt, schafft man es dann eher, ein Nein in ein Ja umzuwandeln und insgesamt lösungsorientierter zu gucken. In dem Sinne, dass ich eher schaue, was kann ich aus Fehlern lernen. Frei nach dem Motto, sometimes you win and sometimes you learn. Und damit baue ich auch mir mehr Erfolgserlebnisse, was wiederum meine Selbstwirksamkeit stärkt und somit baut sich sozusagen ein positiver Kreislauf auf. Um diesen Kreislauf etablieren zu können, ist es manchmal hilfreich, sich professionelle Unterstützung zu holen und gemeinsam zu schauen, was für Tools brauche ich, um meine Selbstwirksamkeit zu stärken. Ähnlich wie ich auch einen Muskel trainieren kann. Ich würde euch gerne noch eine Übung mit auf den Weg geben, um vielleicht den ersten Schritt raus aus der Komfortzone zu schaffen. Es ist eine Übung aus der metakognitiven Theorie und sie besteht aus 6 kleinen Schritten. Im ersten Schritt überleg dir mal, welches Verhalten du gerne machen möchtest, um aus deiner Komfortzone herauszukommen. Zum Beispiel eine neue Sportart auszuprobieren. Dann überleg im zweiten Schritt, was für Nein-Argumente kommen dir in den Kopf. Was sagt der innere Kritiker dazu? Typische Beispiele, die ich so in meiner Praxis höre, sind oftmals, du wirst dich blamieren, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du hast nicht die nötigen Kompetenzen dafür. Im dritten Schritt überleg dir jetzt mal, wie würdest du dich verhalten, wenn du diese Gedanken für wahr nimmst, wenn du diesen Gedanken sozusagen folgst. Wahrscheinlich würdest du mit diesem Gedankengut eher weniger eine neue Sportart auszuprobieren. Im vierten Schritt überleg einmal, was genau das entgegengesetzte Verhalten wäre. Also was würdest du tun, wenn du diesen Gedanken nicht folgst, wenn du sie nicht für wahr erachtest? Sehr wahrscheinlich würdest du dann eher die Sportart zum Beispiel ausprobieren. Dann in Schritt 5, nachdem du das so für dich abgewegt hast,
Überlege jetzt mal, welchen Weg du davon gehen möchtest. Möchtest du die Sportart ausprobieren oder nicht? Triff hier eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist auch sehr, sehr hilfreich und stärkt die Selbstwirksamkeitserwartung. Und dann erst im letzten Schritt überleg dir, was du tun musst, um diesen Punkt umsetzen zu können. Ich hoffe, diese kleine Übung hilft dir, um schon den ersten Schritt raus aus der Komfortzone zu machen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Üben.